Amen. Amen. I can't remember if we did this in class. Ich kann mich nicht erinnern, ob wir das schon in der Klasse gemacht haben. Or Oder if or if someone or if it's a personal conversation with someone. I can't remember if we did this in class. oder ob es eine persönliche Konversation war. Ich kann mich nicht erinnern. But I think it would be good for you. Aber ich denke, es wäre gut für euch, if you went to Josiah Litch's work, wenn man zum Werk von Josiah Litch geht, and I think it's page 98. und ich denke, es ist Seite 89, 89. To 100. Page 98 to 100. Oh, it's APEC. Sorry. Es ist APEC, Page 98 to 100. 98 bis 100. 98? Yeah. Yeah, 98 to 100. 98 bis 100. Also APEC 98 bis 100 im Englischen. Basically, yeah, it's just verse 40 basically. Also eigentlich ist das Vers 40. So verse 40 is page 97. Also Vers 40. Verse 40 Vers 40 ist Seite 97. is page 97. Ist Seite 97. Paragraph 2. Paragraph 2. And then it's the next paragraph. Und dann den nächsten Paragraph. And have we done that in class? Did Sister, no one did that? Haben wir das schon in der Klasse gemacht? Nein. So the reason why I mention this Der Grund, wieso dass ich das erwähne, is because I don't know if everybody knows Brother Michael from France. ich weiß nicht, ob ihr Bruder Michael von Frankreich kennt. When I presented on this subject in the spring of last year, Als ich das Thema im Frühling letzten Jahres präsentiert habe, I think it was April or May 2019 in Tahiti. es war April oder Mai in April 2019, He was interested in this study er war interessiert in diese Studien and he began looking at it in a little bit of detail. und er hat angefangen, sich dieses Studium zu betrachten im Detail. And he went to this document, Und dann ist er zu diesem Dokument gegangen looked at verse 40, und hat sich dort Vers 40 angeschaut. and what he noticed, it's easy to see this, Und was er erkannt hat, und das ist ganz einfach zu sehen, is that there are lots of dates that are given. ist, dass sehr viele Daten hier gegeben werden. So, for instance, Zum Beispiel, I think the first one that's given ich glaube, das erste, das gegeben wird, is February ist im Februar 1798. 1798 im Februar. I don't know if everybody can see that. Ich weiß nicht, ob jeder das sehen kann. So, in February 1798, it says the papal dominion was taken away. You Und see im that? Februar 1798 wurde die Herrschaft vom Papsttum weggenommen. You see that there? No. Ah, here, okay.
Everybody found that? Hat jeder das gefunden? It's about halfway into that paragraph. Es ist etwa in der Hälfte vom Paragraphen 98.1. 98.1. Want to find it for you? Okay. Okay, so it starts off there. Also es fängt dort an. This is in Italy, of course, Das ist natürlich in Italien, Europe. in Europa. And then it says, Und dann sagt es, what does it say after that? was sagt es danach? We're in February Wir sind im 1798. Februar 1798. Can we see that? Ein Feind kommt. The English is a bit funny, so I'm going to put it how we would say it. Also im Englischen ist es ein bisschen komisch, darum sage ich so, wie wir es sagen würden. In the following May, Im nächsten Mai, I guess that's 3 months later, das sind etwa 3 Monate später, at the instigation of Napoleon, ähm, that means the suggestion of Napoleon, nach dem Vorschlag, is that in here after in May? Yeah. Und im Mai darauf rüstete die Franzosen auf Veranlassung Napoleons eine Expedition nach Ägypten aus. so the French fitted out an expedition for Egypt. Also die Franzosen haben, okay, I thought you did that. Yeah. The command of which was given to Bonaparte. deren Kommando Bonaparte erhielt. He landed in Egypt on the 1st of July. Er landete am 1. Juli in Ägypten. So you can see that dates are now going to be given. Also ihr seht jetzt, dass Daten gegeben werden. Now it says in May, it doesn't give the day. Es sagt hier im Mai, aber es gibt nicht den Tag. But if you research it, you can actually find these dates. Aber wenn ihr nachher nochmal nachschaut im Internet, dann werdet ihr diese Daten finden. Okay, so does all that make sense? Also ich hoffe, das macht alles Sinn. So what it's useful to do Also was jetzt sehr hilfreich ist, is you can go through all of this, all of these couple of paragraphs, ist, dass man durch all diese Paragraphen hindurchgehen kann and you can find all of the dates und dass du alle Daten finden kannst, that are connected with this history. die mit dieser Geschichte in Verbindung stehen. Does that make sense? Macht das Sinn? So what you could do if you're interested Also was wir jetzt tun könnten, wenn du interessiert bist, is to go through all of this dass wir durch all dies hindurchgehen and draw a timeline out. und eine Zeitlinie aufzeichnen. The reason why this is useful Der Grund, wieso das hilfreich ist, I don't even remember the question that Brother Wolfgang asked 2 days ago. ich mag mich nicht mehr ganz erinnern an die Frage, die Bruder Wolfgang ein paar Tage zuvor gestellt hatte. It might even been yesterday. Es könnte auch gestern remember. gewesen sein. What was that question? Was war die Frage? He said it'd be useful Er hat gesagt, es wäre to hilfreich, draw a timeline out of verse 40. eine Zeitlinie aufzuzeichnen von Vers 40. And it's already given here in this document. Und diese Zeitlinie wird uns schon gegeben in diesem Dokument. So rather than me do it, Also anstelle, dass ich es tue, it'd be a nice exercise if you took the opportunity to draw it out yourself wäre es eine gute Übung, wenn ihr die Linie selber aufzeichnet and cross-reference or double-check all of the dates. und diese Daten, die ihr gefunden habt in diesem Zitat, dann nochmal nachschaut im Internet. And from memory, Und von der Erinnerung, I think you'll find that 1 or 2 of them are slightly
incorrect. Und wenn ich mich korrekt erinnere, dann werden 1 oder 2 Daten nicht ganz korrekt sein. They're just like little typos. Es ist ein bisschen ein Schreibfehler. So the reason why this becomes interesting, no, I'm not going to say what it becomes interesting. I'll let you look at it first. Ich möchte, dass ihr euch das zuerst anschaut. So please take the time Also bitte nehmt euch die Zeit, to go and draw a timeline out for this. hinzugehen und eine Zeitlinie dafür aufzustellen. So as I say, Brother Mikhail began to do this work. He hasn't finished, Also Bruder Michael hat dann schon angefangen, aber er ist noch nicht fertig. but he made some good, in English you'd say some good inroads, I'd say some good steps into getting more detail about what's happening. Er hat gute Schritte vorwärts genommen, um zu sehen, was passiert. Did we understand what they could do? What they hopefully that you will do. Versteht jetzt jeder, was er tun soll? Online, if you're willing to do this, Online, wenn ihr willentlich seid, das zu tun, if you draw it out, maybe on the board or on a piece of paper, if you do it neatly, or even on your computer, wenn ihr es auf einem Board oder auf einem Papier macht oder auf eurem Computer, I assume everybody's got Sister Tamina's email. If you send her, if you don't mind, if you send her the email of your artwork, we'll get it all together and we'll see if we can all put a timeline together. also wenn ihr damit macht, dann könnt ihr es bei Tamina auf die E-Mail-Adresse schicken und dann schauen wir dann zusammen, ob wir daraus eine Zeitlinie machen können. So once we've done that, Also wenn wir das dann gemacht haben, it's Thursday, es ist heute Donnerstag, maybe by tomorrow evening, vielleicht morgen Abend Vespers, bei der Predigt, or aber im Sabbatanfang Sabbath morning. oder am Sabbatmorgen. Maybe that should hopefully be enough time to do that. Ich hoffe, das ist genug Zeit, das zu tun. Okay. So, Brother Michael, all he did was, he didn't make much application, but he did make some nice steps forward. Also Bruder Michael hat nicht so viel Anwendung gemacht, aber er hat einen schönen Schritt vorwärts gemacht. So at least we could put into the public domain the work that he's done, at least up to that point, and maybe we may be able to move on and maybe we won't. Also dass wir wenigstens das Werk, das und dieser Bruder gemacht hat, dass wir das auch machen können und vielleicht sogar noch ein bisschen weitergehen. Any questions? Gibt es Fragen? Oh, he just laid out the line. Er hat diese Linie aufgezeichnet. I don't want to say what he saw Ich weiß nicht, was ich sage jetzt nicht, was er gesehen or what hat thoughts he considered. oder was für Gedanken Schlussfolgerungen er gemacht hat. I'm not saying it's like this, but when we drew the line on the board, Also ich sage, es ist nicht wie diese von ihm, aber als wir es auf der Tafel gezeichnet haben, up here, what did you notice? hier, was hast du gemerkt? You noticed some kind of pattern. Du hast hier ein Muster erkannt. So you said it was a chiasm. Also du hast gesagt, es wäre ein Chiasmus. I'm not saying he saw a chiasm, but you can see some structure, perhaps. Ich sage nicht, er hat ein Chiasmus gesehen, aber vielleicht eine gewisse Struktur. Okay, so hopefully that's enough inspiration for us to try to look through this. Hoffentlich ist das genug Inspiration, dass wir das uns auch betrachten können. Yesterday in our class, Gestern in unserer Klasse we began to look at these verses haben wir angefangen, uns diese Verse zu betrachten. So these are Daniel 11, verse 32 to Daniel 12, 3. Das ist Daniel 11, 32 bis Daniel 12, Vers 3.
and it's all on the board here. Und das ist alles auf der Tafel It just hier. says 12:1 here, Es sagt hier einfach 12 Vers 1, but we went up to verse 3. aber wir sind bis zu Vers 3 gegangen. And what we wanted to do Und was wir tun wollten, is we want to try to see what is the correct way of approaching these verses. wir wollten sehen, was die korrekte Art und Weise ist, diese Verse anzugehen. And we've got, at the moment, 3 options, Und im Moment haben wir 3 Optionen, 3 alternatives. 2 Oh, if you- Alternativen. yeah, just up to, if you leave that, everything that's there. Yeah. So we had 3 options. Also wir hatten 3 Optionen. So we'll give it a minute to dry. Also wir lassen die Tafel ein bisschen trocknen. What I want to do is lay out those 3 options again. Was ich tun möchte, ist, dass wir diese 3 Optionen nochmal aufzeichnen. And then what we want to do is go through the verses to see which is the correct option. Und dann wollen wir zu den Versen gehen und sehen, welches die korrekte Option ist. I know this is confusing to people. They find it hard to conceptualize. Ich weiß, es ist verwirrend für die Leute und es ist schwierig für sie, das in ein Konzept zu bringen. What does Uriah Smith say about chapter 11? Was sagt denn Uriah Smith über Kapitel 11? What does he say? Was sagt er? He says Er sagt, a literal prophecy. That's how he describes. That's the title of the chapter. er sagt, dass das eine buchstäbliche Prophetie ist und das ist auch der Kapitel diese Überschrift dieses Kapitels. This is in his book Daniel and the Revelation. Das ist in seinem Buch Daniel und die Offenbarung. I do know that the pagination is different in the various editions. Also ich weiß, dass die Seitenanzahlen in jeder Ausgabe ein bisschen anders ist. In the folio views in that on that software, it says 1897. In dieser Software sagt es That's the Windows version, 1897, but it doesn't seem to tie up with the version that's, I think, online. aber ich glaube nicht, dass es mit dieser Version von online übereinstimmt. So the editions don't seem to match exactly. Also die Ausgaben tun nicht miteinander richtig übereinstimmen von den Seitenzahlen her. I think online and on your phone there are 2 versions that are available. Online und auf deinem Telefon gibt es 2 verschiedene Versionen erhältlich. I think there's a 1897 and is it a 1909? 1897 und 1909. And apparently what's on the CD-ROM version, the one I have, where it says 1897, it's actually 1909. Also das, was ich habe, diese Version dort sagt es ist eigentlich 1897, aber eigentlich ist es 1907. Is that correct? That's it? 1909. Yeah. 1909. Did I say that all correct? Yeah, I think so. Yeah? Yeah, Okay. Aileen says yes. I think so. So, we're in Also wir sind verses 32 to 12:3. in den Versen 32 bis 39. It's everything that's in this box. Alles, was in dieser Box hier ist. And we'll just go quickly through this. Und wir gehen jetzt nochmal schnell durch diese Darstellung hier. If you go to verse 31, Wenn man zu Daniel 11, Vers 31 geht, it says what? dann sagt es was? Arms shall stand on his part, Armen sollen auf seinem Teil, was? Truppen sollen auf seine
Seite stehen. They shall pollute the sanctuary of strength, Sie sollen das Heiligtum der Stärke entweihen and then they'll take away the daily, und dann das beständige Opfer oder das tägliche abtun and they'll place the abomination that that maketh desolate. Is that und den Gräuel der Verwüstung aufstellen. so? How many steps was that? Also wie viele Schritte waren das jetzt? 3 or 4? 3 oder 4? Okay, so it depends on how you count. Arms shall stand on his side. Also es kommt darauf an, wie du zählst. So Die, someone, die Truppen sollen auf deiner Seite stehen. So some people count that as a step or not a step. Also manche Leute zählen das jetzt schon als einen Schritt oder eben keinen Schritt. So an army will be given to him, Also eine Armee wird ihm gegeben. and then it says, and they, Und dann sagt es, und sie, the arms or the army, die Armee oder die Truppen. will do 3 things: Wir machen jetzt 3 Sachen. pollute the sanctuary, Das Heiligtum entweihen, take away the daily, das beständige Opfer oder das tägliche abtun and place him. und It says place him. They shall place. It should be in German there. Are you reading German or? Ja. Yeah. Place. Und einsetzen. Doesn't it say that in German? Nein, it's okay. And place him. Mhm. So it does 3 things. The army. Also es macht 3 Sachen, diese Armee. 11:31 11:31 is the same as which other Bible verse, Sister Esther? ist das gleiche wie welcher Bibelvers, Esther? 11:31 is the same as Daniel 11:31 ist das gleiche wie 12. 12:11. ist das gleiche wie Daniel 12:11. 11:31, 12:11. 11:31 und 12:11. Brother Wolfgang, can you give me the 5 verses for daily in the book of Daniel? Kannst du mir die 5 Verse geben vom täglichen im Buch Daniel? Verse. Okay, so. Okay, Sister Esther, you do it then. Daniel 8, 14. 14 is unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Sister Aileen? Daniel 8, 10 and 11 was that? Not 10. 11 and 12. 11, And 12, 12, 13. 13. And then Daniel 11, 12, 11. And 11, 11, 32. 31. 11:31, And Daniel 12, 12, 11. 11. Okay, so let's try and remember those verses. Should I say it in German? No, Okay. it's chapter 8, chapter 11, chapter 12. Also die Verse vom täglichen sind in Daniel Kapitel 8, 11 und 12. So we understand Also wir verstehen, that the placing of the abomination that maketh desolate dass das Gräuel der Verwüstung, das aufgestellt wird oder eingesetzt wird, is the 538. 5,38 ist. And I've called it 31 part B, the second part of the verse. Und ich habe es 31 Teil B genannt, den zweiten Teil des Verses. And then, Und dann, if you go to verse 35, wenn man zu Vers 35 geht, 11, chapter 11, sorry, also Daniel 11, 35, the last part of the verse says, dann sagt der letzte Teil des Verses, even to the time of the end, auch zur Zeit des Endes, because it is yet for a time appointed. weil es für eine bestimmte Zeit ist. Is the Bible version you have not
good translation? Yeah, I think so. No? Okay. Which Bible versions is everyone else using? I know Brother Wolfgang's using his, I guess, his own King James type version. Okay. So, could you just tell them that all their German Bibles is kaputt? Also, also das Buch Daniel ist im Deutschen nicht gut übersetzt und aber Finn hat diese Version nur in Deutsch übersetzt, dass es dann richtig ist. Also sie haben das Buch Daniel nach der King James Version übersetzt. And where's it available from? Und wo ist es erhältlich? Oh, es ist auf dem Online-Shop von Future is Now erhältlich. Okay, so it's a printed copy, a booklet. There's a booklet that's available. Also es ist ein I just do Heftchen. it in English. Okay. So there's a booklet that's available, which is the King James translation just of the book of Daniel, and it's available for purchase on the online shop for Finn. Yep. Okay. And most of the German translations Die that are meisten, available are not accurate. They're not good. die meisten Übersetzungen von Daniel, nur Daniel, oder? Vom Daniel 11 sind nicht gut. Sie sind eigentlich verwirrend. And which German versions are there? Can we just Und list them out? welche deutschen Versionen gibt es denn? What are the names? Yes. Luther, Schlachter, Is it Luther and Schlachter? Okay. Elberfelder, Gute Hoffnung, Gute Nachricht. Okay. And the Schlachter, it has different editions. Und die Schlachterbibel hat verschiedene Ausgaben. Okay, so I was going to say, what's the best one out of all of those if you haven't bought the Finn one? Also was ist die beste von allen heraus, wenn man diese von Finn nicht gekauft hat? Schlachter 2000, die letzte Ausgabe. Okay. So that's the one that German people should be using most of the time. Also das ist diejenige, die die Deutschen die meiste Zeit benutzen sollten. So it's based upon the same manuscript as the King James in the English. Also es ist auf der Grundlage mit dem gleichen Konzept vom Englischen, von der King James Bibel. Textus receptus. That means the received text. Textus Receptus. Ja. Ja. Rec- Was? Der empfangene Text übersetzt. Because obviously that document that you have is only one book. You've got all the rest of them to deal with. Also euer Dokument ist einfach ein ganzes Buch. So just give the name again and the date. The Schlachter. Schlachter 2000 und dann die letzte Ausgabe. The Slaughter Weapon. 2000. Ja, in der Last edition. Ja, I Okay. said it. So hopefully that helps. Ich hoffe, das hilft. We got to 538. Wir sind dann zu 5. Oh, then we're in verse 35, the last part. Dann sind wir in Vers 35, den letzten Teil. It says all of these things happen Es sagt, alle diese Dinge sind passiert until the time of the end. bis zur Zeit des Endes. And the last part says, because it is yet for an appointed time. Und der letzte Teil sagt, und denn es währt bis zur bestimmten Zeit. And I don't know if okay, we'll leave that last bit. I don't want to get into a Bible study on exegesis in these verses. Also wir gehen jetzt hier nicht weiter, denn wir wollen kein Bibelstudium über diesen Vers machen. And we've said that that's 1798. Wir haben das gesagt, dass das 1798 ist. So we have 538, 1798. Also wir haben 538 und 1798. So in familiar territory. Also wir sind in einem bekannten Umgebung, in einer vertrauten Umgebung. And if you read verse 32 Und to 35 part A,
Wenn man Vers 32 bis 35 Part B liest, it describes the activities of what we would call the Dark Ages, dann beschreibt es die Taten des dunklen Mittelalters, the Great Tribulation, die große Trübsal and two more titles. und noch 2 mehr Titel. The Days of Vengeance. Die Tagen der Rache, Oh, the Wilderness. One more. die Wüste, Mhm. immer noch in Lukas, The times. die Zeit der Heiden, Times of the Gentiles. Zeit der Heiden, Days of Vengeance. die Tagen der Rache, The Great Tribulation. die Zeit der Trübsal und die Wüste. Wilderness. Wüste, 1260. die 1260, 3.5 times. 3,5 So we've Zeiten. got 6 ways of explaining that history. Also wir haben 6 Art und Weisen, wie wir diese Geschichte beschreiben können. Some Bible verses, Bibelverse just for the people who weren't there. für die Leute, die nicht dort waren. Matthew. Matthäus 22, 24, no, 21, was it? 21. We didn't look at Mark. Luke. 24. Also Matthäus 24, Vers 21 und Lukas 21, Vers 24. 20. Have a look. Und Vers, 22 and 24. we had 2 verses. Yes, 2 verses. Good. Also Lukas 21, Vers 22 und 24 und Matthäus 24, Vers 21. Revelation. Offenbarung. Twelve, 13. Offenbarung 12, Vers 13. Das ist die Wüste, eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. And we also have 17. Wir hatten auch Vers 17. Revelation 17. Offenbarung 17. Offenbarung 17, Vers 3. I think that's everything except 1260. Ich glaube, das ist alles außer die 1260. Do you have 1260? 1200. Daniel 12. Wann haben wir die 1260 gefunden? How would you look? Wie würdest du denn What would nachschauen? you search for? Was suchst du denn? What? Sorry? 1, 2, 6, 0. That's the one that Tamina gave here, Revelation 12:13. It said 3.5 times, and dividing of times. 6. Daniel 12, Vers 6. I think there's another 3.5 times as well. Ich glaube, es gibt nochmal 3,5 Zeiten. Okay.
Can you find it? Okay, so it's Revelation, not Daniel. Because Daniel is 1290. Oh, 12:6. Offenbarung 12, Vers 6. So it's all in Revelation 12. Sollte aber eigentlich auch noch einen Vers in Daniel geben. Eine Zeit 2.5 times. Daniel 12:7. Daniel 12, 7. Okay, so that's the 3.5 times. Also das sind die 3,5 Zeiten in Daniel 12, Vers 7. And it was it Revelation, it is Revelation 12:6? Und Offenbarung 12, Vers 6. Okay. I'm looking at it on. You have Revelation 11, verse 3 as well, verse 1260 days. Offenbarung 11, Vers 3 auch. And there's another one, we have even 42 months. Yes. Und nochmal eins mit 24 Monaten. So we've got quite a few. Also wir haben jetzt ziemlich viele. I think there are actually 7 verses that deal with this. Just the timing of it. Ich glaube, es gibt sogar 7 Verse, die nur mit... Only for 1260, not the... Oh, both, all of them, yes. What's Also that one? Daniel 7, 25. 42 months? 42 months is Revelation 13:5. And another one for 1,260 days is Revelation 11:3. Also Offenbarung 11, 3 noch und Offenbarung 13, 5 und Daniel 7, 21. So you've got 11 verses for that history. Also man hat 11 Verse für diese Geschichte. So if someone, whoever does it first, Also wenn jemand, egal wer es zuerst tut, lists out all the verses in order, dann tut man alle Verse in der Reihenfolge auflisten and then next to it und dann daneben gives the phrase. den Satz hinschreiben. Yeah? We could do that, someone? Können wir das tun? If you can do it neatly, Wenn ihr das schön macht, put it into a PDF document, dann macht es ein PDF-Dokument send it to Sister Tamina, and we'll put it on, I guess, our school forum. I don't know where to put it. und dann schicken wir es auf unsere Schulgruppe. Okay, so that's the 1260. Also das sind die 1260. Then if we skip the middle bit and move to the end, Wenn wir dann die Mitte auslassen und bis zum Ende gehen, verse 40. Vers 40, And at the time of the end, und zur Zeit des Endes the king of the south soll der König des Südens shall push at him. mit ihm zusammenstoßen. So we have the king of the south. Also Sorry, we wir- have the time of the end. Also wir haben die Zeit des Endes. And all I've done is I've split the verse in two. I don't know if we should split it, but I have. 40a, 40b. Alles, was ich getan habe, dass wir es aufgeteilt haben, nämlich 40a und 40b. Then we have Daniel 12:1. Michael stands up. Dann haben wir Daniel 12, Vers 1 und Michael steht auf. Michael, your prince. Michael, dein Prinz. I think we've done the symbology of standing up, Wir haben die Symbolik des Aufstehens, glaube ich, schon gemacht. which we marked as judgment. Das haben wir nämlich als Gericht markiert. So we understand that to be close of probation, Also wir verstehen, dass das Ende der Gnadenzeit ist. and then it takes you to verse 3. Und dann nimmt es dich bis zu Vers 3.
where it tells you the experience of God's people at that time. wo es dir die Erfahrung von Gottes Volk in dieser Zeit sagt. We call it Jacob's time of trouble. Wir nennen es die Trübsal, Zeit der Trübsal. In the verse, it says, Im Vers sagt es, there shall be a time of trouble. es sollte eine Zeit der Trübsal geben. I know in our movement at the moment, Ich weiß, in unserer Bewegung im Moment there are many people who are struggling, who are unhappy gibt es viele Leute, die Probleme haben oder nicht glücklich in sind their personal experience with God. in ihren persönlichen Erfahrungen mit Gott. Many people have lost hope. Viele Menschen haben Hoffnung verloren. They're depressed, Sie sind depressiv. feeling like utter failures. Sie fühlen sich wie ein kompletter Fehlschlag. And we've discussed this in our class Und wir haben das ja schon in unserer Klasse besprochen, of why they're Wieso? experiencing this, wieso das diese Erfahrung so ist. prophetically speaking. Jetzt prophetisch gesprochen. Now, in a short summary, why are we experiencing this? In einer kurzen Zusammenfassung, wieso haben wir diese Erfahrung? The multiple answers. It's one side is we're fighting with Christ at the moment. Wir kämpfen mit Christus im Moment. We're fighting with Christ. Also wir kämpfen mit Christus. That is a consequence of something that's already happened. Das ist eine Konsequenz von etwas, das schon passiert ist. And it's the same cause as what I'm saying, the reason we're struggling today. Und es ist die gleiche Ursache wie mit dem Grund, dass wir heute Probleme So haben. that's not a multiple reason, that will be the same reason. Also das ist nicht ein Grund noch dazu, sondern das ist eigentlich der gleiche Grund. Alle Sünden werden von uns gehalten, uns vor Augen Which sins? gehalten. Welche Sünden? Our cherished sins. Do Unsere geliebten Sünden. you remember the reference? Education, Erziehung, okay, someone find it then. also jemand sollte es finden. Good, you got the right page. 52, Paragraph 1. He had cherished sins. Er hatte geliebte Sünden. And when did those sins begin, Sister Sarah? Und wann fangen diese The ones that Sünden are being an? referred to. Auf diejenigen, die wir uns beziehen. Good. Nach After Bethel. dem Krieg. She said the ladder vision, Nach der Vision auf der Leiter, which is Bethel. welches in Bethel ist. So Jacob has got two lives. Also Jakob hat zwei Leben. Pre-conversion, Vor der Bekehrung post-conversion. und nach der Bekehrung. And the ones that are being referred to here, these Und sins, auf diese Sünden, die man sich jetzt hier bezieht, are the post-conversion sins. das ist nach der Bekehrung. After the. Yep. Okay. Bethel, Bethel, that experience, what would we call it? diese Erfahrung, wie würden wir diese Erfahrung nennen? What has he become now? Was wird er jetzt? He's become a Er Christian. wurde ein Christ. So he's a Christian, he's converted, and he's been doing sin. Also er ist ein Christ und er ist jetzt überzeugt und ist frei von Sünde. And what I want us to know Und was ich möchte, dass wir wissen, is that the sins he's doing ist, dass die Sünden, die er tut, are not accidental. nicht sozusagen ein Unfall sind. They're cherished. What does it mean if you cherish something? Was bedeutet, sie sind geliebt. Was bedeutet es denn, wenn man es liebt? We like them. Wir mögen sie. In fact, if you cherish something, it's even more than like. It's you love this thing. Also eigentlich ist es nicht nur so, wenn man etwas liebt, also mag, dann ist es nicht nur, dass man es So mag, sondern dass man es liebt. these are sins he loved to do. Das sind Sünden, die er geliebt hat zu tun.
What were the sins he loved to do Welche after he became a Sünden Christian? liebte er denn zu tun, als er ein Christ wurde? The same sins he used to do. Die gleichen Sünden, die er schon vorher gemacht He hatte. was a sinner before he became a Christian, Er war ein Sünder, bevor er ein Christ wurde. and he used to do sins then. Und er hat auch dann Sünden gemacht. He promised God Dann hat er Gott versprochen, that he would stop. dass er aufhören würde. He went into a deal with God. Er ist in einen Vertrag oder in einen Bund eingegangen. We don't call it a deal. What do we call it? Wie nennen wir es denn? The clean version of that word. Die reine Version dieses Wortes. The Christian version. We don't say he did a deal with God. Wir haben nicht gesagt, er hat einen... Covenant. Good. Er ist in einen Bund eingegangen. He goes into a covenant with God. Er geht mit Gott einen Bund ein. You do this, Du machst es, I do this. dann mache ich das auch. Covenant is he'll stop living his past life. Also ein Bund ist eigentlich, dass er aufhören wird, sein vergangenes Leben zu leben. And what does he do for the next 20 years Und was around? macht er dann für die etwa 20 Jahre danach? He cherishes, Er tut sie lieben. he nurtures, he loves Er liebt diese Sünden. the very sins that he used to do in the past. Und zwar die Sünden, die er schon in der Vergangenheit gemacht hatte. What sins does he love to do? Welche Sünden mag er dann? Hat er geliebt zu tun? Er tut Leute austricksen. He loves to trick people. Er mag es, die Leute auszutricksen. He tricks his father-in-law, Er tut seinen Schwiegervater reinlegen. his brothers-in-law, Auch sein Bruder, Schwäger, his wives, seine Frauen, his children. seine Kinder. This man is ugly. Dieser Mann ist eigentlich hässlich. And most people, Und die meisten Leute, when you read about him, wenn you man talk über about him, ihn liest oder über ihn redet, you actually think he's a righteous person. dann denkt man eigentlich, dass er eine gerechte Person ist. And he's not. Aber eigentlich ist er das nicht. And so, in this time, he is troubled. Also in dieser Zeit wird er versucht. And that's why he fights with Christ, Und against Christ. Deshalb kämpft er mit Gott gegen Gott. What happens? Was passiert dann? What is his name changed to? Not the Hebrew word, the phrase, Wie verändert the sich meaning. seinen Namen? Nicht das hebräische Wort, sondern den Satz, die Bedeutung. Prinz mit Gott. Where is that found? Wo findet man das? Education, In Erziehung, page 52. Seite 52. What you were doing was going to the Hebrew definition, Was du getan hättest, du wärst in die hebräische Definition gegangen, which is something like an overcomer with God, welche so wie eine Überwindung mit Gott ist, or the person who defeats him. oder die Person, die ihn besiegt. Ellen White says a prince with God. Ellen White sagt, dass es ein Prinz mit Gott ist. Okay, so all I want us to know, Also alles, was ich möchte, dass wir we're sehen, in that time now. wir sind jetzt in dieser Zeit. The reason why things are going bad for us Der Grund, wieso diese Sachen für uns schlecht is sind, because we now know ist, weil wir jetzt wissen, that we loved to do sin dass wir es geliebt haben, Sünde zu tun, when we were Christian. als wir Christen waren. 9/11 onward. 11. September und dann vorwärts. These are the same sins Das sind die gleichen Sünden, which we did before. die wir zuvor gemacht Who were haben. you before? Wer warst du denn zuvor? Who were you before you came into this movement? Wer warst du, bevor dass du in diese Bewegung gekommen bist? You're an Adventist. Du warst ein Adventist. What kind of Adventist? Was für ein Adventist? Conservative Ein Adventist. konservativer Adventist. Conservative Laodicean. Ein konservative Laodiceaner. You joined the movement Du bist der Bewegung and beigetreten you told everybody und du hast jedem gesagt, you were Laodicean, du warst ein Laodiceaner and now und jetzt
You're Ephesian now. Bist du ein Epheser? What did you tell everybody? Was hast du jedem gesagt? Dass wir gerecht sind und ohne Sünde. We're the messengers who have the covenant. We're the chosen people. Wir sind die ausgewählten Leute, diejenigen, die den Bund eingegangen sind. We're the angels. Wir sind die Engel. We're Ephesus, Wir sind Ephesus. the church that does what? Die Gemeinde, die was tut. Yeah, but we didn't want to say that. Oh, she said the church who lost its first love, but we didn't want to say that. Sie hat gesagt, die Kirche, die ihre erste Liebe verloren hat, aber wir wollten das nicht sagen. The church that's triumphant, Die triumphierende Gemeinde, that goes from victory to victory, die von Sieg zu Sieg geht. that defeats. Die siegt. Besiegt. But what does it turn out Aber wie kommt es dann heraus in am real Schluss? life? Im richtigen Leben. The sins that we used to do, Die Sünden, die wir früher gemacht that we haben, promised to stop doing, die wir versprochen haben aufzuhören, we not only carry on doing, wir gehen nicht nur weiter und machen sie weiter, but we take care of them. aber wir tun sie pflegen. We protect them. Wir tun sie schützen. We nurture them. Wir tun sie ernähren. Ellen White calls it Und Ellen White nennt das cherished. die geliebten Sünden. We cherish those sins. Wir lieben diese Sünden. And now Und jetzt we've discovered what we have been doing. haben wir entdeckt, was wir getan haben. Sister Esther, Esther, what are the cherished sins or sin? We'll say either way. was sind die geliebten Sünden oder was ist die geliebte Sünde? I want it answered in the way that we discussed in our class. Ich möchte, dass du so antwortest, wie es bis jetzt in unserer Klasse, was wir gesprochen haben. Because there are many answers we could give. Denn es gibt ganz viele Antworten, die wir geben And könnten. coincidentally, Und nicht bei Zufall it was just here before you rubbed it off. war es gerade hier, bevor du es ausgewischt hast. So you rubbed the answer off. Also du hast die Antwort ausgewischt. What was that cherished sin? Was war diese geliebte Sünde? What did we love? Was hatten wir denn geliebt? I'm not going to do anything that's going to help you. It's not going to help you. Don't need to do any of that. Yeah. Excellent. Wir mochten den konservativen, What conservative style? den konservativen Stil. The style that Sister White given us in all her Not Ellen White. Die uns Ellen White gegeben hat. Nein, nicht Ellen White. Conservative, Konservativ. not Adventism. Adventismus, nein. Not the movement. Nicht die Bewegung. Protestantism, Protestantismus. mindset. Die Denkweise. Which conservative mindset is this? Welche konservative Denkweise ist das? Die morale Mehrheit. Okay, moral majority. So I'm just going to put conservative USA Also ich schreibe jetzt einfach hier hin or die Protestantism. konservative Vereinigten Staaten oder Protestantismus. Conservative Protestantism. Konservatives Protestantismus. What do we normally call conservative Protestantism? Wie nennen wir denn normalerweise die konservativen Protestanten? AP. AP. Apostate Protestantism. Abgefallene Protestanten. Because conservative Adventism is nothing more than that. Denn die konservativen Adventisten ist nichts mehr als das.
except außer we wear longer skirts wir tragen längere Röcke and eat less meat. und essen weniger Fleisch. There's not much difference between conservative Adventism and apostate Protestantism. Es gibt nicht viel Unterschied zwischen dem konservativen Adventismus und dem abgefallenen Protestantismus. And it's quite frightening when you see that. Das ist sehr angsterregend, wenn man das sieht. This movement, Diese Bewegung with all of its problems, mit all seinen Problemen, no, Jacob with all of his problems, also Jakob mit all seinen Problemen, here, hier, was he the chosen one? hier sehen wir die Ausgewählten, Yes. ja. Sehen wir die Ausgewählten, ja. War er der Ausgewählte? Was this movement the chosen movement, the chosen one? War diese Bewegung der Ausgewählt? Yes. Ja. So the movement Also die Bewegung was the true. war die Wahrheit. Waren die Wahren. Opposite of true? Das Gegenteil von wahr, Not false. nicht falsch, Uh-uh. abgefallen, C, also ist es das Gegenteil. So if the movement was the true, Also wenn die Bewegung die wahre war, what is the counterfeit look like? wie sieht dann die Fälschung aus? We'll say identical, Wir sagen jetzt, sie sind gleich, except for the very elect. außer für eine gewisse Sache. So the counterfeit looks the same. Also die Fälschung schaut gleich aus. So what looks the same as the movement? Was sieht gleich aus wie die Bewegung? What is it? Der abgefallene Protestantismus. Apostate Protestantism is the counterfeit. Der abgefallene Protestantismus ist die Fälschung. This movement is the true. Diese Bewegung ist die wahre. And what do you find? Und was findest du hier? That they look Dass sie the same. schauen gleich aus. Aber nicht mehr. This is pre-2001, Das ist vor 2001 unconverted. und die sind noch nicht überzeugt. Now we're converted Jetzt sind wir bekehrt and we're still in the same mess. und wir sind immer noch in der gleichen Unordnung. We were like them Wir waren wie sie and now we love to be like them. und jetzt lieben wir es, so wie sie zu sein. We protect that concept. Wir beschützen dieses Konzept. So if you break the rules, Also wenn du die Regeln brichst, what are you required to do? was solltest du dann tun? Bekehren? Buße tun? This is ugly. Das ist hässlich. You're required to pick up stones. Du solltest Steine vom Boden aufnehmen. When you do sins, Wenn du Sünden tust, you have to pick up stones. musst du Steine in der Hand nehmen. How many times? Wie viele Male? You have to pick the stones 7 times. Du musst die Steine 7-mal aufnehmen in die Hand. And how Catholic is that? Und wie katholisch ist das denn? That's called penance. Das nennt man, When you have to do works, Buße oder Selbstkasteiung. sorry is not enough. Eine Entschuldigung ist nicht genug. You have to do some works Man muss arbeiten, to prove you're really sorry. um zu beweisen, dass man sich wirklich so schuldig fühlt. Totally Catholic. Das ist ja voll katholisch. And what kind of church was that? The Catholic Church? Was für eine Gemeinde war das, die katholische Gemeinde? Liberal or conservative? Liberal oder konservativ? Conservative. Ist konservativ. So whether it's apostate Protestantism or conservative Protestantism, Also ob es jetzt der abgefallene Protestantismus ist oder der konservative Protestantismus or the papacy, oder das Papsttum, all conservative. ist alles konservativ. And we cherish that.
Und wir lieben das. Nurture it. Und wir tun es auch ernähren. Also kannst du nochmal erklären, wie du jetzt zu der katholischen Gemeinde gesprungen bist? Ich habe das nicht ganz verstanden. I gave an example Also ich habe ein Beispiel of the gegeben mindset of the movement post 9/11. von der Denkweise der Bewegung nach dem 11. September. When you don't follow the rules, Wenn du den Regeln nicht folgst, you're not allowed just to say sorry, dann ist es dir nicht erlaubt, einfach nur Entschuldigung zu sagen. like true justification. Wie wahre Rechtfertigung. You don't just pray to God and say, I'm sorry. Du betest ja nicht einfach zu Gott und sagst, es tut mir leid. You have to do works. Du musst Werke tun. You have to pick up stones Du musst Steine in die Hand nehmen, 7 times. 7-mal. It's a works-based repentance. Es ist eine werksgerechte Buße tun. And this is what Martin Luther fought against. Und das ist, wo dagegen hat Martin Luther gekämpft. If you do something wrong, Und wenn du etwas falsch tust, you don't fix the problem by doing works. dann tust du ja das Problem nicht lösen, indem du Werke tust. I'm saying that's a Catholic doctrine Ich sage, das ist eine katholische Lehre. called doing penance. Das bedeutet, dass man die Selbstkartei macht oder Buße That's tun. why Catholics Deswegen, was? Bußübungen, aber deswegen tun die That's why Katholiken, Catholics do these processions. deswegen machen die Katholiken diese Possessionen Muslims do the same. und Muslime machen das Gleiche. They do all these strange things Sie machen alle diese komischen Sachen, to prove their faithfulness. um ihr Glauben zu beweisen, ihre Treue zu beweisen. And the type of Catholicism that does that, that demands that, Und die Art und Weise der Katholiken, die das tun is oder demonstrieren, is the conservative branch. ist die konservative Seite. And so you have John Paul, Also hat man Johannes this Paulus, history. diese Geschichte, You have Benedict in this history. man hat Benedikt in dieser Geschichte And it's all conservative. und das ist alles konservativ. That's why I mentioned Catholic. Deswegen habe ich die Katholiken erwähnt. Aber du hast gesagt, wir müssen Werke tun. What I said, Also du hast gesagt, wir sollen Werke tun und wer sagt mir jetzt, dass ich diese Werke tun muss? I gave a specific example. Ich gab ein spezifisches Beispiel. I thought everybody knew. Ich denke, jeder wusste es. Some of us do. Manche von uns tun es. Do it after class Wir können das nach der because the Klasse class is machen, about to end. weil die Klasse ist jetzt bald So beendet. I'll explain what I was referring to. Also ich erkläre jetzt noch, auf was ich mich bezogen habe. Okay, so this is the sin that we're doing. Also das ist die Sünde, die wir tun. I really mentioned all of that. Ich wollte eigentlich nicht all das anschauen, It's because Daniel 12 verse 3. denn Daniel 12, Vers 3, For everyone in the movement that is in pain and is hurting, für jeden in der Bewegung, der Schmerzen erleidet und verletzt ist, it just gives us a really nice promise. es gibt uns eine wirklich schöne Versprechung, If you just hold on, wenn du wartest, aber wenn du festhältst, depending on how you do your calculation, es kommt darauf an, wie du deine Kalkulationen machst oder Berechnungen machst, Jacob's time of trouble, die Zeit der Trübsal, I don't know exactly when it finishes, ich weiß nicht genau, wenn diese Trübsal endet, but we're about a quarter of the way through. aber wir sind schon etwa ein Viertel durch. And it's not bad all the way through. Und es ist nicht schlecht die ganze Zeit hindurch. 'Cause it says in verse 3, Denn es sagt in Vers 3, and they that be wise, where are you now? Daniel 12:3, Okay. and they that be wise, Und die Verständigen, who is wise? wer ist denn verständig? Not that definition, Nicht diese Definition, this definition. diese Definition. Liberal,
Die Liberalen, those who switch from a conservative to a liberal mindset, diejenigen, die von einer konservativen Denkweise zu einer liberalen Denkweise sich ändern, because you look back weil man zurückschaut and you see the sins that you cherished. und sieht, wie man diese Sünden geliebt hat. If you're willing to acknowledge what you've done wrong, Wenn du willentlich bist, zu sehen, dass was du falsch oder zu erkennen, was du falsch gemacht hast, here, hier before, vor, I'm going to call it before you became a Christian, ich werde sagen, bevor du ein Christ wurdest, an Ephesian, ein Epheser, a Christian is an Ephesian, ein Christ ist ein Epheser, and then after you became an Ephesian, und nachdem du ein Epheser wurdest, if you're willing to acknowledge wenn du willentlich bist zu erkennen, your sins deine Sünden zu erkennen and stop sinning, und aufhörst zu sündigen, what was the sin? was war denn die Sünde? Apostasy, Der Abfall, which was conservatism. welches der Konservatismus war. If you're willing to stop that Wenn du das anhalten willst and become wise, und weise werden the möchtest, word that we use, das Wort, das wir benutzen, equality, ist Gleichheit. if you accept that you did not believe in equality Wenn du akzeptierst, dass du nicht in Gleichheit geglaubt hast, before you became a Christian, bevor du ein Christ wurdest after you became a und Christian, nachdem, dass du ein Christ wurdest, then the promise is there for you. dann ist die Verheißung da für dich. Then the liberal Dann werden die will Liberalen shine as the brightness of the firmament. leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Firmament is what? Himmelsausdehnung ist was? Heaven, the skies. Wie der Himmel. And they shall turn many to righteousness. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, Many. viele. Who are the many? Wer sind die viele? The Levites and the Excellent. Nethinims. The Levites and the Nethinims, Die Leviten und die Tempeldiener. you'll turn them to righteousness as the stars forever and ever. Wie die Sterne immer und ewiglich leuchten. So, for those of us, Also für diejenigen, priests, für uns Priester, in this time period, in dieser Zeitperiode we've only got 3/4 of the way to go. haben wir nur noch 3/4 zu gehen. If you hold on Wenn du and you let go of your conservative ways, anhaltest und deine konservativen Meinungen zur Seite schiebst, what number is that? welche Nummer ist das? Four? 4. Who said 4? Me? 4. 4. If you let go of the 4 Wenn du die Nummer 4 wegtust and become liberal und liberal wirst and hold on to the 6, und die 6 gibst und du den 6 anhaltest, let go of the 4, you hold on to the 6, du schiebst die 4 zur Seite und nimmst die 6, then you will shine dann as scheinst du the brightness of the firmament. wie die Himmelsausdehnung. Frage? Verse 3, the word wise, Also Vers 3, das Wort weise, it must be priest. If you say These are the priests. das sind die Priester. Levites and Nethinims, Yes. and the many are Levites and Nethinims, so Let me, because they can't hear you. In verse 3, In Vers 3 Sister Esther is saying, sagt Schwester Esther, the wise must be the priests, dass die Weisen die Priester sein sollten. and the many are the Levites and Und Nethinims. die vielen sind die Priester, die Leviten und die Arbeiter der 11. Stunden. Yes. Ja. And what it means to be wise. Und was es bedeutet, weise zu sein, I'm not looking at the classic definition ich schaue mir nicht die klassische or Definition the an Hebrew word. oder das hebräische Wort. This is those who reject or walk away from their sins, Das sind diejenigen, die von ihren Sünden weglaufen, this conservative mindset, von diesen konservativen Denkweise, and they become liberal in their und mindset, sie werden liberal in ihren Denkweisen. which means they go from the 4 to the 6. Welches bedeutet, dass sie von den 4 zu den 6 gehen. And all of us have got that opportunity to do that. Und All of us have the opportunity. alle von uns haben die Möglichkeit, das zu tun.
in this history, In dieser Geschichte, if you don't give up wenn du nicht aufgibst and you put into practice und du what you have rejected for the past 29 from here, from 2001. No, I think it's more than 19 years. We're was going du die 19. letzten 19 Jahre abgelehnt 19. hast, We were sinning all the way through. This Wir is haben- Jacob's time of trouble. wir haben die ganze Zeit hindurch gesündigt. Das ist die Zeit der Trübsal. That's scary. I thought even if you have the definition wise to be understanding, you could say, us changing to be liberal is that we understand. Exactly. Can you repeat that? Because So the word wise means to understand. also das Wort weise bedeutet zu verstehen. And even if you use that definition of understanding, Und auch wenn du diese Definition von Verständnis benutzt, it's those who understand what's happening, dann sind es diejenigen, die verstehen, was passiert, who they're really fighting against, what they've done wrong. gegen wen sie wirklich kämpfen und was sie falsch getan haben. This is our last opportunity to repent. Das ist unsere letzte Möglichkeit, Buße zu tun. I have a reference from with wise, and it says it means also teachers. Yes, that's a marginal reference in your Bible. Also eine Referenz sagt auch noch, dass wir Lehrer sind. That's why I didn't want to go to the classic definitions of teachers and understanding. I wanted just to make the point that we have to go from conservatism to liberalism, Ich from wollte 4 nicht- to 6. Ich wollte nicht zu den Wörterbuchdefinitionen gehen, wo es heißt, dass wir Lehrer oder so sind, sondern ich wollte einfach aufzeigen, dass wir From 4 to 6. von 4 zu 6 gehen müssen. And if you use the classic definitions, you will see that fits into this model. Und wenn wir in diese klassische Definition uns anschauen, dann sehen wir auch, dass es in unser Modell reinpasst. For me, that means also in this verse it says to turn many, which is Levites and Für mich bedeutet es auch, dass man diese viele, das sind ja die Leviten und die Arbeiter der 11. Stunden, how do we teach them? wie, How do we turn them is by teaching them about liberalism. wie wir sie verändern, ist, dass wir sie über den Liberalen lehren. No, we've Nein. already learnt that. Nein, wir haben das schon gelernt. We learned that, but how do we turn the many? No, we've already learnt in our class that we're not going to be doing that. Wir haben in unserer Klasse schon gelernt, dass wir das nicht tun werden. They're already liberal. Sie sind schon liberal. What do we turn them to? Was tun wir sie denn verändern? We turn them to the 4, to God, Wir not to the tun- 6. Wir tun die Leviten und die Arbeiter der 11. Stunde nicht zum 6 tun, sondern zum 4. Let's pray. Lass uns beten. Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, wir danken dir. We ask and pray for a blessing. Wir beten für einen Segen. Help us to understand the times in which we're living, Hilf uns, die Zeiten, in denen wir leben, zu verstehen, to not only think about our past, dass wir nicht nur über unsere Vergangenheit nachdenken, our bad behavior, über unser schlechtes Verhalten, but also to consider the hope that you give to us, aber auch diese Hoffnung, die du uns gibst, that we can shine, dass wir leuchten können, that we can turn many to you. dass wir viele zu dir bringen können. Give us this experience, we pray. Gib uns diese Erfahrung, wenn wir nun beten, First intellectually, zuerst intellektuell and then we can put it into practice. und dass wir es dann auch praktisch ausüben können. We pray in Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.